Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte mir heute ein Roggen-Vollkornbrot backen und dafür brauche ich folgende Zutaten. 600 Gramm Roggen-Vollkornmehl, 400 Gramm Dinkelmehl, 40 Gramm Backmalz, 20 Gramm Salz, 150 Gramm von unserem Anstellgut aus dem letzten Video und 800 Milliliter lauwarmes Wasser. Ich gebe einfach alle Zutaten in die Rührschüssel der Küchenmaschine. Hier ist das Dinkelmehl mit dem Roggenmehl schon gemischt. Dazu gebe ich das Backmalz. Das Backmalz hat einzig und allein die Aufgabe, als Färbemalz zu dienen. Solltest du keinen Backmalz haben, kannst du gerne auch Zuckerrohrmelasse nehmen, Rübenkraut, alles was eben halt hellen Teig zu einem dunklen Teig macht. Dann gebe ich das Salz dazu, die 150 Gramm von unserem Anstellgut. Und das Wasser dazu. Alles zusammen werde ich nun in der Küchenmaschine für ein paar Minuten kurz miteinander vermengen. Ich werde den fertigen Teig jetzt abgedeckt für ca. 2 Stunden ruhen lassen. Der Teig hatte nun Zeit gehabt, das erste Mal zu gehen. Ich werde mir den Gärkorb noch einmehlen, damit möglichst wenig nachher von dem Teig kleben bleibt. Dann gebe ich ihn da rein. Und lasse nun den Teig ein zweites Mal abgedeckt an einem warmen Ort gehen. Das ist nun das Brot nach ca. 4 Stunden Ruhen. Sieht jetzt schon herrlich aus. Ich werde mir jetzt den Teig aus dem Gärkörbchen stürzen, direkt auf ein Blech. Und dann werde ich das Brot bei ca. 180 Grad Ober- und Unterhitze für 60-70 Minuten ausbacken. Ganz genau, wie lange das dauert, weiß ich noch nicht. Das werde ich dann sehen. Aber ich denke, bei der Größe 60-70 Minuten ist schon realistisch. Wie immer werde ich eine Schale mit Wasser in den Ofen reinstellen, damit denn unser Sauerteig es noch leichter hat. So, wir hoffen, dass ich ihn jetzt sauber aus dem Gärkorb rauskriege. Das fühlt sich schon mal ganz gut an. Ja, nicht ganz geklappt. Schade, aber... Gut. Ich werde es auch gar nicht weiter einschneiden. Ich werde es einfach so ausbacken. Dies ist nun das Ergebnis nach 60 Minuten 180 Grad Ober- und Unterhitze frisch aus dem Ofen. Das Brot ist ein bisschen gerissen. Ich weiß nicht genau warum. Es ist auch hat ein bisschen die Form verloren. Es ist also ein wenig in die Breite gegangen, also nicht ganz so schön nach oben. Ich lasse das Brot jetzt noch komplett auskühlen, bevor ich es dann anschneiden werde. Das Brot ist nun komplett ausgekühlt, daher möchte ich nun das Brot anschneiden. Bin ich mal gespannt. Schon mal sehr kross. Wirklich eine
schöne Kruste, aber das Messer geht durch den Teig wunderbar durch. Nichts kleben geblieben am Messer. Alles in allem bin ich eigentlich recht zufrieden. So, das war es wieder soweit von mir. Das Rezept ist wie immer zum Nachlesen in der Infobox. Wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest, dann abonnier doch einfach kostenlos diesen Kanal und lass mir einen Daumen hoch da. Vielleicht kann ich dich dann ja bald zu einem meiner nächsten Videos wieder begrüßen. Bis dahin mach es gut, bleib gesund und viel Spaß beim Nachbacken. Tschüss.